Alter, ist das steil. Zusammen mit Bikepacking-Profi Wiebke Lühmann und Kameramann Nico habe ich auf unserer Tour von Freiburg nach Basel schon 70 Kilometer zurückgelegt. Mittlerweile sind wir auf einem Campingplatz in Viroval angekommen, einem Städtchen in der Nähe von Colmar. Es ist halt schon aufwendig, ne? Man kommt von der Arbeit nach Hause, man setzt sich mal auf die Couch, guckt ein bisschen Fernsehen oder legt sich direkt ins Bett oder so. Ich habe das Gefühl, beim Bikepacking ist auch einfach viel Aufwand. Man muss natürlich einmal Fahrrad fahren, körperliche Anstrengung. Da muss man dieses ganze Gepäck immer einräumen, ausräumen, suchen, gucken, dass man genug da hat und irgendwie planen. Bis man dann mal im Bett liegt, vergeht schon eine ganze Menge Zeit. Hat Potenzial, ne? Also ich meine, ich mag Camping ja sowieso. Jetzt ist man halt mit dem Fahrrad unterwegs, das heißt, man muss natürlich auch leichter und kleiner packen. Erzähle ich euch dann morgen, wie die Nacht war. Zelten auf einer nassen Wiese klingt für die meisten von uns jetzt nicht super gemütlich. Wiebke zieht aber die Isomatte einem weichen Hotelbett fast immer vor. Warum machst du denn das mit dem Zelt immer noch dazu? Ist das nicht ein bisschen viel? Ja, okay, also heute hatten wir, glaube ich, schon auch ein bisschen Pech. Ja. Das mit dem Wetter, das ist halt einfach kräftezehrend und das gehört auch ein bisschen dann dazu. Ich finde, dass das mit dem Rad halt so einfach ist, dass man ein Zelt mitnehmen kann und dann faktisch eigentlich überall schlafen kann, wo es schön ist. Ja. Und diese Freiheit, die nimmt man sich halt, wenn man mal ins Hotel geht und wenn man vorbucht und vorreserviert und alles vorplant, da einfach spontan zu sein und dahin zu gehen, wo es schön ist, das würde ich mir halt nicht nehmen lassen. Und es ist sehr einfach und es ist manchmal auch unbequemer, aber umso mehr schätzt man den Luxus dann hinterher wieder. Ja, die Nacht war ganz gut. Wir haben ein bisschen geschlafen, war relativ kühl zwischendurch, aber eigentlich ganz okay. Jetzt wird gepackt und dann geht's an den Berg. Frühstück hat richtig gut getan. Wir sind jetzt fertig gepackt und bereit. Und vor allem bereit, den Grand Ballon in Angriff zu nehmen. 1400 Meter ist der hoch, wir machen aber ungefähr 1700, 1800 Höhenmeter heute. Ich glaube, ich bin mit dem Fahrrad noch nie so hoch gefahren. Hab ein bisschen Schiss, zumindest Respekt, muss ich sagen. Wie ich mich schlage, das werden wir im Laufe dieses Tages, im Laufe dieser Folge sehen. John came home from war this morning, he found his wife, she wasn't there. Cold, cold feeling crept through his bones and found a note at the bottom of the stairs. So I'm in love with your brother, oh, I found a preacher, and I'm in love, and I'm heading for the south. Wiebke, jetzt sag mal deine ganz ehrliche Einschätzung. Also für Fahrradneulinge ist es ja schon eine relativ ambitionierte Strecke, die wir heute fahren und generell fahren. Du hast mich ja gestern gesehen, meine High Performance, meine Leistung auf und neben der Strecke. Hast du Hoffnung, dass das heute machbar ist für mich und für Leute, die sonst vielleicht nicht so wahnsinnig viel Fahrrad fahren? Voll. Das Allerwichtigste ist, dass du halt sagst, wenn du nicht mehr kannst, wenn du Pause machen willst. Okay. Und wenn es dir irgendwie was fehlt, wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast. Ich glaube, das ist halt das ganz Wichtige, dass man das richtige Tempo für sich findet und Spaß dabei hat. Okay. Ich bin sicher, dass wir das schaffen. Ich bin sicher, dass du das schaffst. Alles klar. Gut, dann baue ich mal da drauf. Und jetzt wird's langsam ernst. Die Bergtrikots sind angezogen, die Höhenmeter, die sammeln sich jetzt. Jetzt wird geklettert. Wird mal gezeigt, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Warte auf mich, Wiebke. Komm her. Hier rechts, genau. What? Alter. Ja. Oh Gott. Ha. Also super steil. Alter. Junge. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Schade. Das sieht nur so aus, als würde ich schieben. Eigentlich fahre ich mega schnell.
Hey. Nicht fair. Nicht fair. Bonjour. Oh Gott. Scheiße. 16%. 16%. Oh, gerade. Da vorne wird's flach. Alter. Ja, der feine Herr Sobolewski hier mit dem E-Bike, ne? Ja, bis später. Wir sehen uns am Gipfel. Ja, sowas ist doch schön hier. Das ist doch machbar. Spätestens jetzt merke ich, für absolute Anfänger ist diese Strecke eher weniger geeignet. Da habe ich mir schon eine ordentliche Herausforderung ausgesucht. 16% Steigung sind für mich kaum fahrbar. Die Route zum Gipfel hat aber zum Glück größtenteils eher um die 9% Steigung. Und der Anstieg sorgt dafür, dass wir nur im Schneckentempo vorankommen. Das ist ja hier auch nicht nur eine körperliche Geschichte. Ne? Natürlich kann man dafür trainieren, aber der Kampf heute wird vor allem hier gewonnen, im Kopf. Kilometer haben wir. Der Berg wird nicht weniger steil. Aber wie gesagt, man soll Spaß haben auch. Und ehrlich gesagt, wenn die Sonne rauskommt und man hier sich so ein bisschen umguckt, das geht auch schon schlimmer, ne? Ah, das brennt. Das brennt. Meine Freundin nennt mich ja die Bergziege. Zu Recht. Ich bin ja auf Rekorddistanzen, wenn es steil wird. Da zeigen sich meine echten Qualitäten. Sag ich euch. Alter. Also, ich glaube 1000 Höhenmeter ungefähr haben wir. Der Berg wirft uns heute alles entgegen, was er zu bieten hat. Lach nicht so, Wiebke, ich finde es anstrengend. Was ist denn dir entgegen? Es regnet nicht, es ist kein Verkehr. Ja, stimmt schon. Das ist schon Ich schön. glaube auch, der Berg hat ein bisschen Angst, dass wir ihn heute in die Knie zwingen. Er fürchtet sich. Wir insbesondere. Klar. Kurze Pause, okay? Noch was? Ich meine, ich merke das jetzt schon in den Beinen. Ne? Und gerade, ich kann mir vorstellen, du fährst ja auch viel allein. Welche Tricks hast du, um die Stimmung hochzuhalten? Immer zwischendurch was snacken. Genau, das ist auf jeden Fall erstmal super wichtig, dass es einem einfach gut geht. Und dann halt das Tempo so wählen, dass man es gut halten kann und gut durchfährt. Und ich fahre meistens halt auch, also ich mache gar nicht so viele Pausen am Berg. Ich finde es immer irgendwie cool, oben anzukommen und oben dann eine längere Pause zu machen. Ich habe gar keine Motivationsprobleme, weil ich halt immer denke, ich fahre halt vorwärts. Fahrradfahren ist immer nach vorne, ist immer eine Vorwärtsbewegung, ist immer Fortschritt. Geht eigentlich immer nach vorne. Es geht immer weiter, ja. Und einfach nicht auf die Uhr zu gucken oder sich halt nicht zu stressen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, schon geil, dass es überhaupt geht, ne? Dass der Körper das mitmacht. Bisher zumindest. 3/4 von der Strecke, die wir heute machen wollen, haben wir ungefähr. Jetzt trinken wir hier einen Schluck, ne? Ein paar Nüsschen noch und dann geht's zum Endspurt. Das ist ein Kampf, Leute. Das ist ein Kampf. Alter, ich kann hier. Alter, ist das steil. Also das ist heute hier echt ein harter Kampf. Wenn ihr wissen wollt, ob wir den Grand Ballon, den großen Bällchen, den höchsten Berg der Vogesen heute besiegen und ob wir heil in Basel ankommen, dann schaut doch in der ARD-Mediathek vorbei. Da gibt es jetzt schon alle 3 Folgen. Drückt uns die Daumen. Los geht's! Auf geht's, Junge.